Was wäre Seat ohne den Ateca? Ja, wieder mal ein Modell, was absolut komplettiert die ganze Serie. Du musst mir eins versprechen, Marc, wenn wir das nächste Video machen, dann stellen wir mal alle 3 SUVs oder wie viele es auch immer gibt, 4 mittlerweile mit der schwarzen Marke, die jetzt neu dazugekommen ist, die stellen wir alle mal nebeneinander, dass man mal die Größenunterschiede sieht, weil wenn man es so sieht, dann denkt man vielleicht, der eine sieht ja aus wie der andere, aber es ist nicht so. Hier ist Marc Zirol, hallo. Grüß dich Sven, hallo. Ja, du hast absolut recht. Und beim nächsten Mal stellen wir mal alle nebeneinander. Einmal die 3 Seat-Modelle, angefangen vom Arona, dann den Ateca und dann den neuen Tarraco. Und deswegen können wir es noch nicht machen. Erst am 23. Februar bekommen wir dieses Fahrzeug auf den Markt. Also wir können ihn vorher auch dementsprechend nicht nebeneinander stellen und zeigen. Aber dann machen wir das gerne mal, ja. Dann stellen wir nämlich alle Autos mal nebeneinander. Du hast ein paar Sachen vorbereitet bei dem Auto. Wir haben hier eine Top-Ausstattung. Siehst du mal, die hintere Tür war nämlich nicht zu. Hat eben was ausprobiert. Du wirst uns gleich mal ein paar Sachen zeigen. Es geht uns ja bei den Videos jetzt nicht so die perfekte, ich sag mal technische, das geht doch alles gar nicht. Es gibt so viele Autos mittlerweile. Es geht darum, für wen ist welches Auto. Und du hast so ein paar Anwendungsbeispiele, wo du sagst, hey, da können Leute ein bisschen was erfahren, für wen ist denn das Auto. Das ist so das mittlere Segment. Genau, das ist also das mittlere Segment, basierend auf dem VW Tiguan, was ja, glaube ich, mit der bekannteste SUV ist. Also wenn man die Kundschaft fragt, was für ein SUV kennen sie, kommt automatisch Tiguan. Und das ist gleiche Plattform und gleiches Fahrwerk, daher ist das diese Kategorie Auto. Als das von Volkswagen der allererste kam, ja, ich meine, das war ja ein riesen Paukenschlag. Da gab es ja, glaube ich, Porsche, Volkswagen, die hatten zeitgleich dann den SUV auf den Markt gebracht. Ein Riesenschiff, sagen wir Q7, wie ist der Name bei Volkswagen von dem Großen? Das war oder ist immer noch der Touareg. Der Touareg, richtig, genau. Und sowas Großes bekommen wir bei Seat nicht. Wir sind jetzt beim Tiguan Allspace, das ist der Tarraco. Der ist schon richtig groß. Ja. Der ist schon richtig groß, aber Touareg, okay, bekommen wir nicht. Das will VW. Aber ich sage nur, als der rauskam, und du warst ja damals schon Seat-Händler. Genau. Und das ist jetzt wie lange her, 20 Jahre ungefähr? Also unser Autohaus gibt es seit über 25 Jahren. Ich meine, als sie rauskamen, die SUVs. Der Touareg, ist das 20 Jahre her schon? So lang ist es, glaube ich, noch nicht ganz. Aber das war natürlich schon ein Paukenschlag und damals konnte man sich gar nicht vorstellen, dass sowas mal so Einzug hält, wie es heute ist. Und wir haben heute fast bei unserer Lage hier 40% SUV-Anteil. Die Kunden kaufen überwiegend die SUVs. Sehr, sehr praktisch. Das heißt, es ist der Kombi bloß höher. Das heißt, ich habe etwas mehr Platz, habe mehr Rundumsicht, wenn alle höher sind. Ja? Also wären jetzt alle Autos tiefer, dann bräuchte ich ja wieder kein SUV für eine gute Rundumsicht. Dadurch, dass aber alle höher sind, die Leute auch einen Bus fahren, einen T6, wie ich zum Beispiel, da bist du ganz weit oben. Ist so diese gute Aussicht das Thema? Mitunter eins der Argumente, der Kaufargumente. Was aber ein Wahnsinnskaufargument ist, ist die höhere Einstiegsposition. Das heißt, man fällt nicht so in den Sitz so tief rein. Obwohl wir hier über Sportsitze und einem sportlichen Auto reden, habe ich hier einfach die Möglichkeit und steige hier trotzdem hoch und bequem ein. So, wenn du das mal gerade machst, das heißt, genau, du bist jetzt eingestiegen, wenn du so lieb bist, nochmal aussteigst. Ich zeige mal gerade was. Das heißt, hoher Einstieg bedeutet sogar, ich kann den Sitz ja in der Höhe nochmal verändern. Genau. Da gibt es hier vorne. Den könnte ich durch Pumpmechanismus runter oder halt durch Pumpmechanismus hochpumpe. Das ist bei den manuellen Sitzen und dann gibt es noch die elektrische Sitze. Die würden automatisch. So, wenn du jetzt mal einsteigst, so, du bist knapp 1,80 Meter, das heißt, man geht rein. So, und wenn du nochmal aussteigst, bitte, ich wollte gerade mal was zeigen. Es gibt einige Menschen, ich habe ein sehr tiefes Auto. Die steigen zuerst mal im Hintern ein. Wenn du das mal gerade machst, mach mal gerade. So, das heißt, du gehst so rein, steigst ein. Ja gut, du lachst jetzt, aber es ist so, wenn das Auto tief ist und du gehst zum Beispiel vorne rein und du hast halt mal was an der Hüfte, du hast mal irgendwas dran. Genau, das ist aber das Problem oder das ist der Vorteil bei den SUVs. So wie ich jetzt eingestiegen bin, steigt man in die Sportwagen ein. Steig mal aus aber nochmal. Hier kann man wunderbar erst mit den Beinen ein- und aussteigen, auch genauso nochmal ein. Ne? Also erst mit den Beinen und jetzt sind wir ja in der Höhe her, brauchen wir gar nicht tief zu gehen, das heißt die Hüfte wird gar nicht beansprucht. Und das ist, glaube ich, das, auf die es die Kunde ankommt, dieses höhere Einsteigen und Aussteigen. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass das nur für Rentner ist, aber ich bin jetzt 50 und ich habe so eine leichte Gelenkarthrose, rechte Seite, hatte ich schon immer, keine Ahnung, Unfall oder irgendwas. Und die kommt mit dem Alter, das ist so, oder? Wie alt bist du? Muss ich das verraten? Nee, ich bin 41 Jahre. 41 Jahre alt. Das heißt, du kannst das nachempfinden. Das heißt, so junge Leute, die sagen, hoher Einstieg brauche ich nicht, schon sehr praktisch.
erstens sehr praktisch und selbst ich als 41-Jähriger, ich genieße das hohe Einsteigen und dann kommt bei mir der zweite Aspekt, den du ja schon genannt hast, diese Übersicht. Ich habe ganz andere Übersicht über den Verkehr und über die Straße. Ja, wir schauen mal ganz kurz. Also das ist jetzt noch nicht High-End oder hier drin die Ausstattung? Nee, da geht noch mehr. Das hier ist jetzt schon eine sehr, sehr gehobene Ausstattung. Der Name von der Ausstattung? Wir reden hier über die FR Formula Racing Ausstattung. Das sieht man auch. So mit den roten Nähten, gell? Genau, mit den roten Nähten. Man sieht es auch nochmal an dem abgeflachten Lenkrad, das unten abgeflacht ist. Und dort ist auch ein FR-Logo in der Mitte. Und dort hat je nach Ausstattungsvariante immer jedes Modell seine eigenen Logos. Ach, Formula Racing, FR. Und das heißt, wenn man das sieht, das ist praktisch der GTI von den, oder der GT von den anderen. Der GTI, du warst absolut richtig, der GTI vom VW-Konzern. Ja. Warte, ich zeige das mal gerade. Da steht dann hinten drauf, steht eine FR. Also klar, wenn jetzt die Seat-Fans sagen, mein Gott, halt den Mund, das weiß man doch. Aber wenn man noch nie mit der Marke Seat eventuell liebäugelt, man hat ja im Volkswagen-Konzern ja viele schöne Tochter oder ich sag mal Marken, wo man sich orientieren kann. Seat, von der Qualität her, gibt es da Unterschiede, dass man sagt, so die Spanier, die können keine Autos bauen oder so? Ja, jetzt müssen wir da ganz gravierend aufpassen, weil selbst wir Spanier bauen, oder wir bauen die Autos nicht nur in Spanien, genauso wie ein VW nicht nur in Wolfsburg gebaut wird. Das Auto läuft parallel mit dem Kodiaq und mit dem VW vom Band. Das heißt, da ist die Qualität absolut identisch. Sie werden da nichts merken. Die Haptik, die ist vielleicht etwas anders, je nach Material. Nochmal, die laufen nicht so, ich meine, man sagt in Spanien in der Nacht, da ist manchmal im Sommer ein bisschen heiß, da machen die mal Siesta und so. Nee, das ist alles Käse. Das stimmt schon, die machen schon Siesta, aber die arbeiten dann nachts. Also die Schichtsysteme sind dort was ganz anderes. Der läuft vom selben Band wie jetzt der Kodiaq oder der, genau. Was war das andere? Kodiaq, ja. Die laufen beide vom gleichen Band. Die werden vom gleichen Band. Wo in? Das ist bei Raklewitz in der Tschechei. Das heißt, man sagt den Tschechen ja nach, dass sie so das westlichste Ostblockland überhaupt sind. Da ist direkt neben den Kroaten, wenn man darüber fährt, man hat so das Gefühl, die Tschechen, das ist so wie in Bayern, ja. Und die Kroaten, das ist schon so ein bisschen wie in Portugal, so ein bisschen. Ich war gerade da, muss ich sagen. Also, okay. Und das war schon interessant. Man sagt den Tschechen ja nach, dass sie unglaublich westlich sind und sich da orientieren. Qualität, das Thema. Also wir sehen es an der Qualität halt. Es hat aber auch damit zu tun, dass fast die gesamte Werksleitung dort alles von Wolfsburg aus gesteuert wird und auch deutsche Ingenieure dort natürlich tätig sind. Und das ist wie bei uns in Spanien. Ne? Unser Chef in Spanien, das sind Deutsche, die dort im Endeffekt die Produktion, das ist der Dr. Michael Rabe, die dort die Produktion und die Qualität absolut überwachen. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Tschechen wie die Spanier unglaublich stolz sind auf ihre Marke. Wenn man nach Spanien fährt, da fahren nur Seats rum. Also viele Seats? Leider nicht. Der Marktanteil dort ist natürlich noch wesentlich höher wie in Deutschland. Aber die Spanier, die leben diese Marke halt ganz einfach. Genauso wie Skoda jetzt in Tschechien stark ist. Also das muss man sagen. Das heißt, die Mitarbeiter sind stolz auf ihr Produkt. Ich zeige mal gerade die Verbrauchswerte, damit wir es auch komplett haben. 5,5 Liter für so ein dickes Auto, das ist realistisch. Du sagst immer, schlag mal einen Liter drauf, da bist du bei beim Alltags, denn man fährt ja nicht immer perfekt. Nee, da hast du sehr gut aufgepasst. Also wenn du bei mir ein Auto kaufst und mich über die Verbrauchswerte fragst, dann sage ich, rechne hier einen Liter drauf und dann hast du wirklich das, was du nachher im Alltag brauchst. Also da kannst du auch mal mit mehreren Leuten im Auto sitzen, der Wind darf auch mal gehen, ne, und der Rollwiderstand etwas größer sein, die Reifen nicht mehr neu und dann passt das schon im Schnitt, jawohl. So, ich zeige mal gerade was, Seat Lightning steht hier drauf. Das ist für eine ganz neue Scheinwerfertechnologie oder überhaupt Lichttechnologie. Genau, also wir haben ja schon seit jetzt mehr als 5 Jahren die Voll-LED-Scheinwerfer in Serieausstattung, das heißt unerschwinglich, also beim Leon liegen sie bei 990 € und das ist hier beim ATK FR sogar der Standard, das heißt wir haben hier Voll-LED-Scheinwerfer verbaut. So, du darfst sie mal anmachen, bitte. Ja. Damit wir die mal sehen. Sie sind gerade ausgegangen. Wir hatten sie eben kurz vom Video mal angemacht, aber dann geht es natürlich mit der Zeit dann raus. Jetzt hat es mal kurz geblinkt. Und das ist so das Erscheinungsbild, also wenn man so auf die Autobahn guckt, hat ja jedes Auto so ein bisschen so, Porsche hat die 4 Punkte, genau. Ihr habt das denn als Beispiel, ja. Ja, und ich mache dir mal das Tagfahrlicht an. Ja, das Tagfahrlicht. So, und das ist jetzt das reine Tagfahrlicht, der entscheidet das automatisch anhand der Helligkeit? Genau, der entscheidet das selbstständig, wenn man es auf Automatik stellt.
Und wir können das Auto so programmieren, also beziehungsweise nicht wir, sondern der Besitzer, der Fahrer vom Auto, dass man sagt, okay, das Tagfahrlicht ist alles gut und schön, aber wenn es regnet oder wenn ich auf die Autobahn fahre, möchte ich das volle Fahrtlicht. Und anhand, natürlich beim Regen ist ganz einfach, über den Regensensor, über den Scheibenwischer weiß er, das regnet, dann macht das volle Licht an. Und bei der Autobahn holt er sich die Daten über GPS und sagt, jetzt bin ich auf der Autobahn, gewisse Geschwindigkeit wird überschritten und schon macht er das volle Fahrlicht an. Es sind ja so Kleinigkeiten, die einem es warm ums Herz werden lassen. Unter anderem ist das natürlich das Lichtdesign, was die Leute richtig stolz macht, wo man dann auch schon mal abends den in der Einfahrt mal auf 60 Sekunden Coming Home stellt, oder? Ja, das geht leider nicht. Wir haben bei 3 Sekunden hören wir auf, aber das Bei wie viel? 30 Sekunden 30, okay. Coming Home. Aber genau das, wie du sagst, das ist es. Einfach der Weg wird beleuchtet an die Haustür oder in der Garage noch. Und die Leute lieben das. Also wenn man einmal Coming und Leaving Home hatte, möchte man es nicht mehr missen. So, wir machen mal kurz hinten auf, dass wir mal sehen, das ist jetzt das mittlere Segment. Ich würde dir gerne noch mal ein paar Futures zeigen, die fast kein Hersteller hat oder so gut wie nicht gibt. Und dass wir mal sagen, welche Einzigartigkeit wir haben. Weil man kann viel nachlesen im Internet, aber die kleinen Details, die wissen nur die Sag mal. Wir haben hier zum Beispiel eine Kamera für die Rückfahr, das hat jeder. Aber diese Düse hier nebendran, die hat fast keiner. Das ist eine Heckwischwaschdüse. Sprich, wenn jetzt gerade im Winterbereich die Kamera so Du siehst nie was. verschmutzt ist, sieht man nichts. Man hat den Heckwischer an, drückt den Heckwischwaschwasser und schon ist die Kamera sauber. Ich habe gerade einen bestellt für den VW, den ich hatte. Ganz kleine Beim Sache, T6 ne? gibt es das nicht. Nee, gibt's nicht. Und das sind so Kleinigkeiten. Ne? Zumindest nicht bei denen, den ich jetzt habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so ist. Aber das sind so Kleinigkeiten dann. Echt krass, habe ich gar nicht gesehen. Aber es ist oft so, dass du dann hinten hingehen musst, da musst du mit dem Fingerchen und mit dem Tempo Genau, und das braucht man halt hier bis 2 Minuten und dann ist wieder versaut. Das sieht wieder so aus. Ja, das ist ein kleiner Highlight an diesem Fahrzeug halt. Ne? Aber das macht natürlich im Alltag, wenn ich was sehen kann rückwärts, habe mich dran gewöhnt, Ja. dann macht das unglaublich viel aus. Ja, jetzt ist der Boden, ich frage mal blöd, ist der jetzt hochgeklappt? Nein, der hier hat keinen doppelten Boden. Wir haben hier ein Fahrzeug ohne Allradantrieb, sprich wir haben einen reinen Fronttriebler, deswegen haben wir einen tiefen Kofferraumladeboden. So, deswegen haben die den komplett, da fehlt die Antriebstechnik, da haben sie ihn auch tiefer gebaut. Da fehlt quasi hin das ganze Differential und die Antriebswellen und daher ist der tiefer. Und wir haben hier keinen doppelten Boden. Das heißt, ich kann hier natürlich das Fahrzeug mit einem doppelten Boden bestellen und dann wäre hier eine zweite Ebene, die man dann noch runterklappen So, das geht, Das geht. wenn ich das will. Das heißt, ich habe ihn hier, Diese Ausstattung jetzt aber nicht. ich hätte jetzt hier ein Geheimfach. Allerdings muss man sagen, wenn man zumacht, mach noch mal kurz zu, ist das alles so abgedeckt durch die Klappe, dass man nicht reingucken kann, oder? Außerdem sieht man eh nichts durch. Geht gar nichts, nee, das sieht man überhaupt nichts. Ne? Das ist cool. So, Ja. dann würde ich dir hier gerne noch 2 Sachen zeigen, wenn wir gerade hier hinten am Kofferraum sind. Wir haben hier erstens eine Durchlade, vorne ist eine Mittelarmlehne und dann kann ich gleichzeitig durchladen. Das heißt, möchte ich jetzt was hier an längere Sache laden, klappe ich hier auf und kann quasi bis vorne durch, weit über 2 Meter, etwas einladen. Zum Beispiel ein, Was fällt aus dem Ikea ein? boah, Billy. Irgend sowas, ne? Irgendwas So, ist und durch. dann haben wir hier noch die umklappbare Sitze. Wir haben also nicht mehr wie früher, dass man hier oben irgendwo sich Lebe holt für die Sitzumklappe. Das ist Schnellwahl, drückt mal drauf und schon gehen die rum. Ja, easy. Ganz easy, also hier auch. Jetzt müssen wir nur gucken, ob es mit der Mittelarmlehne geht, weil die hier auf ist. Ah, klappt. Super. Also das ist jetzt da. Das heißt, ich kann also diese Klappe kann ich mir dazu kaufen, die Kofferraumerhöhung. Das muss ich aber direkt machen, wenn ich das Auto bestelle. Die Gell? Klappe hier ist Standard. Nee, ich meine hier und der zweite die Boden. Kofferraumerhöhung, der zweite Boden, der ist zusätzlich. Der kostet extra, ja. Ist der nachrüstbar? Dann wahrscheinlich nicht, oder? Nachrüstbar ist eigentlich fast alles. Es ist dann immer ein Kostenspiel. Das Die Frage, ob man, muss wie lange man das Auto Seitenverkleidung fährt. neu haben und so. Also das sind Aufwand. 600, 700, 800 Euro bestimmt weg. Ne? Sag mal, was ist denn so das Sinnvollste, was man sich am besten echt mitbestellt bei so einem Auto, wo man danach flucht? Also Sitzheizung ist ja eh Standard. Okay, Sitzheizung ist bei uns in Deutschland echt schon Standard geworden. Jetzt so speziell, was heute ist Standard. Ich sag mal, die Navis. Rückfahrkamera, das ist schon sehr praktisch. Ja, die Rückfahrkamera hat der in der gewissen Ausstattungsvariante schon drin. Also es gibt dann noch ein paar Glenkassistent, was man noch mitbestellen kann. Dann parkt das Auto selbst ein. Sag mal, die selbstschließende Kofferraumhaube, der hat jetzt keine, ja? Das ist die Leute, die sich daran gewöhnt haben. Da gibt es immer Leute, die sagen, was nicht technisch ist, kann auch nicht kaputt gehen. Aber das ist schon sehr praktisch. Außerdem gibt es auch mehr Geld beim Wiederverkauf, oder? Ja, natürlich. Der Restwert ist ja durch den höheren Anschaffungswert dann auch höher. Und das ist einfach Geschmackssache. Ich habe Kunden, die sagen, ich möchte auf sowas nicht mehr verzichten. Andere sagen, boah, das ist mir eigentlich zu langsam und ich kann das von Hand nochmal, dann kann noch weniger kaputt gehen. Also das ist echt Geschmackssache. Hier würde ich dir noch gerne ein Highlight zeigen, was unser Auto gegenüber den Mitbewerbern hat. Und zwar in der Regel, wenn man hinten einsteigt, Ja.
ist hier beim Fahrbetrieb immer sehr, sehr viel Schmutz. Kommt durch Spritzwasser von den Rädern. Nee, ich sehe es gerade. Ihr habt eine Dichtung. Genau, und unser Auto hat 2 Dichtungen. Also wir haben hier die normale. Warte mal, ich zeig's mal gerade. Hier vorne ist die erste Dichtung außen. Das ist die innere Dichtung quasi, die diesen Schmutz und Spritzwasser verhindert. Und hier haben wir eigentlich erst die Dichtung für die Tür. So, und das ist auch das, wenn ein Kunde dann kommt und stelle sich hin und sagen, ja, die Tür, die schließt aber nicht schön, ne? Die geht nicht richtig zu. Nein, das ist ganz klar. Wir haben hier 2 Dichtungen, die zu überbrücken sind. Das heißt, man muss diese Türen dann logischerweise etwas fester schließen. Ja, da kommt da keiner auf die Idee und schneidet dann die Dichtung raus. Definitiv nicht. Und wenn man weiß, was die ist oder warum die Tür sich schlechter schließen lässt, sagen die Leute, Mensch, das ist aber gut. Hat noch einen riesen Vorteil, da wo Dichtungen sind, kommt auch kein Lärm durch. Das heißt, man hat also nicht nur einen Schmutz, sondern es ist noch mal leiser. Definitiv. Also die Geräuschdämmung ist auch nochmal gegeben, auch vom Spritzwasser her. Ja, das letzte Mal sind wir ja gefahren in dem neuen Tarraco. Ja. Der war schon sauleise. Also das war sehr, sehr leise. Das war schon fast Oberklasse. Muss man sagen, sag mal, hier die Reling ist die Serie? Die Reling ist bei diesem Fahrzeug ab einer gewissen Kategorie nochmal Serie. Beim Standardmodell kann man sie mitbestellen, ist er nicht serienmäßig drauf. Aber hier bei Upstyle ist Excellence und hier FR. Jetzt haben wir ja hier auch kein Problem mit der Höhe. Also ich sag mal so Parkhaushöhe. Das Auto ist gerade mal, ich denke mal knapp 1,80 Meter hoch. Da kommen wir überall rein. Da kommt man überall rein. Also es gibt kein Parkhaus bei uns im Saarland, das mir bekannt wäre, wo man mit dem Auto nicht reinfahren könnte. Das ist mal die Gesamtansicht. Ich zeige es nochmal kurz komplett, bevor wir reingehen. Also, ich habe hier ein SUV B-Segment, richtig. Genau. Was ist das vergleichbare Auto, wenn es kein SUV wäre hierbei? Dann wäre es Golf-Kategorie, also Leon. Aber er wirkt doch größer wie ein Golf. Ja, natürlich durch die Form der Karosserie. Also wie die Golf-Klasse, sagen wir. Immer unsere Kanten. Ne? Wir hatten ja schon mal die Kanten bei uns bei Seat angesprochen. Ja, das macht die Optik noch breiter, gell? Ja, definitiv. Breiter und höher. Ne? Höher. So das Kantige ist ja im Moment so die Formensprache auch im Volkswagen-Konzern. Das ist ja auch mit übernommen, aber mit einer ganz eigenen Sprache bei Seat. Ja, definitiv. Also wir haben hier diese Kante, der Tiguan ist jetzt auch angepasst, aber gucken Sie sich mal der Vorgänger Tiguan an, da war hier alles rund und dann kam Seat und hat diese Kante hier reingesetzt und schon war das wirklich ein Highlight, wo auch jetzt der Konzern dann gefolgt ist und hat jetzt auch die Kanten nochmal nachvollzogen. Sag mal hier der Spoiler, der hinten dran ist, was hat der für eine Funktion? Ist das Optik auch? Das ist überwiegend Optik. Ne? Also natürlich, wenn man aus dem Motorsport kommt und hätte jetzt 300, 400 PS drunter, dann würde der hier auch noch für Anpressdruck sorgen. Sieht aber schick aus. Aber so ist es wirklich nur ein Design-Highlight. Ne? So, wie stark ist das Auto hier am Umsatz beteiligt bei dir? Ist das ein wichtiges Auto, Ateca? Also wir haben von dem Ateca-Segment her eine Verkaufsrate von ca. 20 bis 25%. Doch, Brot und Butter fast. Das ist schon richtig stark. Was uns hier über die letzten Jahre etwas geschwächt hatte, war, dass die Lieferkapazitäten aufgrund dieser hohen Nachfrage sehr eingeschränkt waren. Aber Stand heute können wir echt sagen, wir haben verlässliche Zulassungs- und Lieferzahlen, sodass der Kunde, wenn er bestellt, dass wir auch sagen können, das Auto kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich und nicht irgendwann in utopischen Zahlen. Jetzt mal eine blöde Frage, wenn ich jetzt Zubehör kaufe, zum Beispiel Reifengrößen, Felgengrößen und so weiter, das ist beim Volkswagen-Konzern kompatibel. Das heißt, der vom Tiguan passt dann auf den Ateca und so weiter? Ja und nein. Also grundsätzlich haben wir den gleichen Lochkreis und die gleichen Felgen. Jedoch dürfen wir zum Beispiel Tiguan-Felgen, die eine Freigabe für den Tiguan haben, nicht auf den Seat machen. Das hat aber Homologationsgründe. Ich sage jetzt mal Reifen. Also wenn ich Reifen kaufe, ich habe keinen Spezialreifen hoch 100, sondern ich habe einen Standardreifen. Genau. Das wirkt sich auf den Preis aus. Oder? Genau so ist es. Also das sind Standardreifengrößen, die heute im SUV-Segment absolut gängig sind. Und so kostet so ein Reifen nicht wirklich mehr wie vorher vom Golf. Ne? So, wenn du mal vorne aufmachst, wir gucken mal kurz in den Kofferraum, bevor wir ins Interieur gehen. Dann machen wir kurz einen Break und schauen uns mal an, wie schön aufgeräumt ist. Ja, immer weniger wird es erforderlich sein, den Kofferraum zu öffnen, aber ich wollte Ihnen nur mal zeigen, das Thema Carporn, also wie toll sieht es in einem Motorraum aus. Der ist jetzt niegelnagelneu, aber das macht doch Spaß beim Zugucken. Ja, auf jeden Fall. Und hier sieht man, ist alles schön aufgeräumt. Er ist zugänglich, auch für meine Monteure, was ganz wichtig ist. Und wie man hier an den ganzen Merkmalen sieht, egal wo man hier hinguckt, hier sind überall VW Schriftzüge und Zeichen. Das heißt, das Auto, der Motor, Plattform, das wird doch nicht versteckt, sage ich jetzt mal, sondern das ist so, dass hier die Bauteile ähnlich sind oder gleich. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, da vorne steht nochmal vor. Also ich will nur sagen, der VW-Konzern sorgt für Qualität, also muss man sagen, deutsche Qualität. Klar sind es in Deutschland und so weiter und so fort, das ist schon gut. Und ich sag mal,
bei Seat ist es nicht schlechter. Nicht schlechter und erschwinglicher. Also wir machen ein Merkmal von Seat ist ja, dass wir zugänglich und erschwinglich sind. Also von der Kaufkraft her wesentlich besser aufgestellt sind. Ja. Okay. So, bitte nochmal schließen. Dann gehen wir in das Interieur. Bleiben Sie dran beim nächsten Teil mit Marc Zirol und einem ausführlichen Bericht über den Seat Ateca. Der Marc hat schon Platz genommen im Seat Ateca und macht es mal gemütlich hier drin. Man muss immer sagen, du bist, ist so gemein, ich frage dich mal, wie groß du bist. Ja? Du bist 1,77 Meter groß, stimmt das? Ja, 1,77 Meter, 1,78 Meter, ja. 1,77 Meter, 1,78 Meter. Und das ist schon bequem hier drin? Ja, absolut. Okay, wir steigen mal kurz ein. Ich zeige mal gerade die Sitze, die sind so aufgesteppt. Das ist jetzt nochmal eine andere Nummer wie drüben bei dem kleinen SUV, den wir ich sag mal so gefilmt haben. Das ist etwas kompakter. So die Einstiegsklasse, die ist so von der Formensprache und so weiter schon ein gutes Stück kleiner. Wenn man hier jetzt drin sitzt, hat man schon das Gefühl, man sitzt in einem riesengroßen Taxi-ähnlichen Luxusgefährt, ja, wo man gefahren wird. Diese Uhr finde ich total schick, also die Haptik, es macht so richtig Freude einzusteigen, oder? Ja, wir haben so verschiedene Sachen, da guckt der Kunde ja eigentlich gar nicht drauf. So, die Uhr sieht man ja eigentlich nur, wenn man mal so drin sitzt, wie wir jetzt, die Zündung noch dementsprechend an ist, aber das Radio aus ist. Sobald ich das Radio anmache, verschwindet das alles. Und so gibt es so viele verschiedene Funktionen. Also mein Patti, der fährt so ein Fahrzeug jetzt fast ein halbes Jahr und kommt echt jedes Mal, wenn ich ihn sehe, und das ist sehr oft, sagt er, oh, ich habe hier nochmal was entdeckt und hier nochmal was entdeckt, wo er sagt, das habe ich alles gar nicht gewusst. Und da sage ich oft, ich habe es dir aber erklärt. Sagt er, ach, das ist so viel. Also wir haben so viel Technik, die man einfach erleben muss und sich selbst mal aneignen muss. So, jetzt hat ja, also fast alle Autoradios, die du hast, haben DAB+. Das ist heute schon, wer also kein DAB+ mitbestellt, hat in spätestens 2 Jahren ein Problem. Ja, klar, das ist also grundsätzlich werden ja die analogen Sachen abgeschaltet. Wir verkaufen DAB+ in der Hinsicht, dass wir sogenannte verschiedene Pakete haben. Wir reden hier über ein Business-Infotainment-Paket, sprich der Hersteller sagt zuerst mal, es ist grundsätzlich wichtig, dass alle Gewerbekunden, Businesskunden das haben, und wir können es dann aber auch zu gleichen Konditionen den normalen Kunden, die kein Gewerbe haben, also sprich jeden Privatkunde ermöglichen, dieses Sondermodell oder diese Sonderkonditionen zu bekommen. Und so hat man da natürlich schon das große Radio drin, wir haben das Navi drin, wir haben die Induktivladeschale drin, wir haben dann zusätzlich DAB drin und wir haben Fulling drin. Also es ist dann voll ausgestattet mit diesem Infotainment-System. Also ich zeige es mal gerade, vorne muss ich mal immer ein bisschen runtergehen. Da ist die Induktivladeschale, also wenn man jetzt ein Google Pixel hat, ein Samsung, ein Apple iPhone mit der entsprechenden Ladetechnik, lädt es nur noch rein, das Handy wird geladen. Ja. Es hat natürlich, klar, CarPlay, Android Auto und so weiter, das ist mit drin. Aber was jetzt total cool ist, das Display ist voll elektronisch, ein richtiges Highlight. Genau, wir haben hier jetzt das Virtual Cockpit, so nennt das sich bei uns. Er sagt jetzt im Moment, bitte Licht einschalten. Jetzt machen wir das Licht zuerst mal aus. Und dann können wir mal gucken, wie die Funktionen weiter sich verhalten. Kleinen Moment. Ich liebe diesen Vorführeffekt. Das ist, wenn man halt 10 Minuten steht. Aussteigt und das Auto kommt, man sieht das Auto fahren, er überprüft alle Daten. Er sagt jetzt zum Beispiel, wie man schön sieht, die rechte Tür ist offen. Ich mach's mal zu. Also der Kofferraum wird auch angezeigt. So, mach ich mal zu. Oh, jetzt ist auch leiser. Jetzt haben wir mehr Ruhe. Krass, wie das lärmgedämmt ist. Ich meine, jetzt ist in deinem Laden ja echt nicht laut, ja, aber... aber wir haben viel Kundschaft im Moment hier und trotzdem hört man jetzt hier drin gar nichts mehr von den Kundschaften. Nix, es ist wie ausgeschaltet. So, jetzt da du die Tür zu hast, geht auch natürlich hier vorne das gesamte Display. Das heißt, ich kann hier über verschiedene Datenträger, hier mir jetzt die Radiofunktion, kann ich alles einstellen und kann mir das dann über das Virtual Cockpit auf groß nehmen. Und so groß wird dann auch logischerweise das Navigationssystem angezeigt. So, die wichtigsten Infos wie Geschwindigkeit ist rechts unten? Genau, rechts unten hätten wir jetzt die digitale Tacho, hier würden wir die Geschwindigkeit sehen. Und jetzt könnte ich das auch noch umstellen. Hier gibt es verschiedene Optionen. Einmal, dass der Drehzahlmesser und die Geschwindigkeit in einem eckigen Verhältnis angezeigt werden. Sportlich. Und einmal dann im runden, so wie man es ursprünglich mal kennt. Ja, und schön übersichtlich alles. Okay, das Ganze ist zu bedienen auch mit dem Sportlenkrad, was drauf ist, FR. Genau, über die Multifunktionslenkräder sind diese Einheiten hier vorne unabhängig von dem mittleren Radio oder den mittleren Einstellungen immer wieder zu verstellen. Also hier drüber, hier haben wir die Sprachsteuerungstaste, hier laut leise. Hier haben wir das View, das Verstellung von diesem Virtual Cockpit. Hier kann man die einzelnen Funktionen zappen und hier haben wir dann OK, ein Call-Button für quasi dann die Verstellung einzeln.
Und hier vorne ist das Radio, das ist auch, ich sag mal so, die sind ihrer Form sehr treu geblieben. Das heißt, jemand, der einen Vorgänger hatte aus dem Volkswagen-Konzern, der findet sich sofort zurecht. Ja, absolut. Der kennt sich aus. Wir haben ja hier zwar ein bisschen andere Aufmachung, sage ich mal, wie die Volkswagen, aber trotzdem sind die Knöpfe und auch die einzelnen Beschriftungen absolut identisch. Was wir jetzt hier auch in diesem Business-Infotainment-System drin haben, ist das Beats Audio. Jetzt kommt natürlich bei so einem Videodreh das Beats Audio oder generell die Qualität der Musikanlage nie so rüber. Das muss man wirklich live erleben. Und wir haben hier 10 Boxen plus Subwoofer drin. Und das hört sich echt verdammt gut an. Ich zeig mal gerade die Boxen, da muss ich aber wieder die Tür aufmachen. Nein, das kannst du hier unten. Siehst du das? Ja. Hier ist das Beats-Symbol. Ich muss mal ganz kurz, ist so hell hier drin, dann kann man das zeigen. Ich zeig's mal gerade bei meiner Tür, dass man das sieht. Also Beats Audio ist ja bekannt von diesem, da ist es, da sieht man es richtig gut. Du darfst mal ein bisschen anmachen, mal gucken, wie die Leute hier gucken. Wow. Okay, und wieder aus. Damit die GEMA nicht gucken. Also es war richtig. Für unter 500 € bieten wir dieses System einzeln an und natürlich in diesem Infotain-Paket, wo ich eben gesagt habe, ist es sogar kostenlos drin. Was auch krass ist, dann es lässt sich auch nicht mehr so gut nachrüsten. Also es ist fast unmöglich. Das wirklich nicht, weil wir haben hier mehrere Steuergeräte und Software, die wir dann benötigt würde. Wir haben hier 2 USB-Anschlüsse, natürlich noch der bekannte AUX-In von früher und dann ist der Rest im Handschuhfach versteckt. Dort haben wir quasi 2 SD-Karten-Slots. In dem einen ist dann die SD-Karte für das Navigationssystem drin und der zweite ist frei. Das heißt, hier kann man wahlweise Musik drüber abspielen. Im Handschuhfach ist das? Im Handschuhfach. Und oben drüber ist dann auch dann der Slot für quasi die CD, wie man es noch altbekannt hat. Auch MP3. Okay, das heißt, wenn ich jetzt mal eine Musiksammlung habe, dann kann ich hier reinmachen. Ich kann aber auch einfach mein Handy koppeln, kann das fertig machen. Es gibt sogar, das weißt du nicht, gibt es so Spezialhalterungen von Arad, die kann man dann montieren, da kann man das Handy richtig schön ablegen. Das habe ich montiert. Also wenn man das zerstörungsfrei hier irgendwo mit Magnet und so weiter, da muss man nichts draufkleben. Nee, das bitte bloß nicht, auch nicht bei dieser Ladeschale. Was hier halt ganz wichtig wäre, man nutzt das Full-Link und du hättest diese Kompatibilität von den Telefonen komplett. Mit der Antenne, mit allem drum und dran. Der Empfang ist auch verbessert da unten. Ja. Das ist okay. Dann noch etwas, was ich dir absolut gerne mal zeigen würde, was auch die wenigsten Kunden wissen. Hier über Car und dann über den Setup kann man sich sein Auto selbst konfigurieren. Jetzt gehen wir einfach mal hin und sagen, wir nehmen mal das Licht und dann kann man beim Licht einschalten, zum Beispiel das Autobahnlicht, das ich eben draus erklärt habe. Ja, das kann man selbst aktivieren oder deaktivieren. Hier was ist Autobahnlicht nochmal für alle, die gerade zugeschaltet haben? Ja, also da ist es so, dass wenn wir auf die Autobahn fahren, einmal geschwindigkeitsabhängig und über GPS, das Auto weiß, jetzt ist es auf der Autobahn und geht von dem normalen Tagfahrlicht in das Volllicht. Okay, also das heißt, dass ich echt gut gesehen werde. Genau. Und wenn es auch dunkel wird, das Gleiche gibt es auch hinten. Ne? Also beim Tagfahrlicht sind ja grundsätzlich nur die vorderen Scheinwerfer an und viele Kunden sagen, okay. Hinten sieht man so die Nässe. nicht. Und das ist natürlich dann gegeben, weil dann sind auch die hinteren Leuchten an. Das gleiche bei Regen und hier unten haben wir das von dir eben auch angesprochene Coming und Leaving Home. Und auch das kann ich mir hier wahlweise dann selbst einstellen, wie lang soll die Lichtanlage noch sein. Das heißt, ich muss denn nicht über das Programmiersystem, was ich nicht habe, über irgendwelche Tools, Handy-Apps, die es beim Volkswagen-Konzern, mache ich mir das halbe Auto kaputt, wenn ich nicht weiß, wie es geht, sondern das geht alles übers Menü, alles freigeschaltet. Alles übers Menü, alles freigeschaltet und dann sind auch noch so Spielereien drauf. Guck mal, wie viele verschiedene Farben in der Ambientenbeleuchtung du hier wählen kannst. Wir haben hier 8 verschiedene Farben. Mach mal andere Farbe. Mal hinten an meiner Hand, das sieht man es am besten. Warte, ich zeig's mal gerade. Wenn es hier dann dunkel ist, ne? Ja, hier sieht man jetzt das Rote. Und jetzt machen wir mal das VW blau an. Ne? Wir haben auch noch weiß. Wir hätten violett. Wir haben so bläulich-lila. Wir haben gelb. Also alles das ist möglich. Jetzt können wir auf die Idee kommen und können sagen, hey, und wozu brauche ich denn gelb und blau und rot und was weiß ich alles? Ich sag mal so, was Spaß macht, oder? Ja, weil es Spaß macht, weil man es kann. Und ich glaube, hier ist die Individualität des Autos einfach das Ausschlaggebende. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Kunden früher zu mir gesagt haben, weil die Armaturentafel bei Seat immer schon rot hinterlegt war, was heute nicht mehr ist, die waren rot. Und dann kamen die eingefleischten VW-Fahrer und haben gesagt, ja, kann man das Rot nicht umstellen auf Blau. Also heute kann man das echt von der Individualität her wirklich absolut sich selbst einstellen. Wie du siehst, hast du jetzt hier auch alles gelb. Und wenn ich jetzt hier vorne umstelle auf blau, dann hast du es blau. Also ich mache dir dein Auto heute so individuell oder du kannst dir dein Auto so individuell machen, wie du es möchtest. Stark. Also man kann es halt, es ist alles freigeschaltet. Es geht ja viel im Volkswagen-Konzern, muss man sagen. Also wer die richtigen Systeme hat, kann viel machen. Aber
es ist echt viel im Menü einstellbar. Also es ist echt viel freigeschaltet. Ja, es ist sehr viel freigeschaltet für das Auto selbst zu konfigurieren. Und selbst haben wir hier oben drin noch ein Menü der Klimaanlage. Ja. Wenn ich hier also auf Setup an der Klimaanlage gebe, habe ich die gesamte Klimaanlage hier oben an und sehe auch, wo sind denn im Moment überhaupt die Luftdüsen offen. Das wird man ja normal nur merken. Hier siehst du, der zeigt dir an, wo die offen sind. Genau so ist es. Dadurch, dass wir auf Auto haben, sagt er, ich mache alle Düsen auf. Das heißt, ihr zeigt hier oben überall an, alle blauen Düsen sind offen. Und jetzt zeige ich dir das einfach mal. Jetzt gehe ich mal in den reinen Fußbereich und schon siehst du, sind hier oben die weg. Und er zeigt, ich blase jetzt hier nur noch Luft. Was natürlich Leute, die so Zug nicht vertragen, die können genau sehen, wo kommt denn die Luft raus. Oder ich habe zum Beispiel jetzt im Sommer, habe ich jetzt zum Beispiel heiße Füße, komme raus oder bin irgendwie im Job oder habe im Winter kalte Füße. Kann sich schon warm machen. Zum Beispiel, das ist alles möglich. Dann haben wir hier Eco. Ne? Wir können also manuell, wir können hier auf Eco umstellen, auf Automatik. Wir haben hier so viele verschiedene Features, dass Sie sich das Auto dann nochmal spritsparend einstellen können. Wir können hier die Intensität der Lüftungsanlage wählen. Sanft, mittel, also mittel ist die Grundeinstellung. Aber auch das kann man sich so individuell einstellen, dass man eigentlich seine perfekte Lüftungsanlage auch hat. Ja, da kann ich mit meinem T6 nur träumen. Zwar ganz neu, aber der hat einen Wahlschalter 1, 2, 3, 4 für die Lüftung. Ja. Das war's. Ja, das ist heute hier alles möglich. Ne? Also da ist wirklich ist alles verbaut, was Volkswagen zu bieten hat, oder? Genau, also Seat, sorry. Was Seat zu bieten hat. Und hier sind wir, sobald wir bei dem Infotainment-System sind, was alles mit Navi ist. Alles das kann dieses Gerät, also hier gibt es dann keine Unterschiede mehr. Das ist immer Vollfunktion. Ja, klasse. Also was mir echt gut gefällt, ist, dass man zum Beispiel die Temperatur, da muss ich nicht ins Menü rein, die sehe ich immer und direkt. Klar, also wir haben hier unten ja noch das Standard, also die klassische Klimaautomatik, die man so kennt. Das heißt, wenn hier oben Radio eingestellt ist, sieht man hier unten trotzdem noch die Klimaanlage. Die sind noch parallel geschaltet, nehme ich an. Oder? Auf jeden Fall. Also was ich oben umstelle, stelle da auch unten. Mach mal bitte, wenn du oben mal die Temperatur veränderst, dann gehe ich mal unten runter. Das heißt, warte mal, ich zeig das mal gerade. Du gehst jetzt oben hin. Die Temperatur reduzieren und da unten macht das auch. Siehst du? Wie aus Geisterhand. Das heißt, also hier kann ich entweder unten verstellen, also gerade für den Beifahrer natürlich spannend, der kann sich sein eigenes Wohlfühlklima denn hier im Auto denn zusammenstellen. Genau. Und was meine Frau immer begeisternd findet, ist, die hat im Winter immer kälter. Das heißt, ich habe hier oft 21 Grad einstehen und meine Frau auf der anderen Hälfte da 24. Und dann wird diese Seite definitiv wärmer. Und das System ist halt so schlau, es sagt, die Warmluft steigt nach oben, also blase ich überwiegend die Warmluft unten im Fußbereich rein. Und so hat meine Frau immer wärmer wie ich auf der Seite. So, das leichte Flimmern im Display, das ist nicht im Original zu sehen, sondern das ist nur auf dem Video. Das Display ist absolut stabil und da flimmert nichts. Das ist so wie hingemalt. Genau, so ist es. Das ist auch, wenn man, sage ich mal, bei LED generell filmt, dann flimmert das LED sehr oft. Und das ist kann halt schon mal passieren, ja. Genau. Aber es ist nicht, also ich sehe gerade mit bloßem Auge, selbst empfindliche, ich wackel mal hin mit dem Kopf, da wackelt nichts, da zittert nichts. Genau, also das ist wirklich durch das Video jetzt. Ne? Okay, dass wir das nur sagen, nicht, dass Sie sagen. Ja, die Pedale, sehr, sehr sportlich. Was ist das nochmal für eine Ausstattung? Wie ist der Name? Also das ist der FR, auch hier auf dem Lenkrad sieht man schön. Das ist die Abkürzung für Formula Racing und steht für unsere sportliche Seat-Marke. So, und das sind die Pedale jetzt im Schaltgetriebe. 6-Gang-Schaltgetriebe, das ist ordentlich. Ja, also das ist ab einer gewissen PS-Klasse bei uns auch Standard. Und wir haben hier immer das 6-Gang-Getriebe und im Automatik 7-Gang. Das ist doch kein Autobahngang mehr, sondern das ist ein richtiges 6-Gang-Getriebe. Das ist ein vollwertiges 6-Gang-Getriebe. Also das war ja früher, was du, glaube ich, ansprichst, so mal der Eco-Gang oder der Langstreckengang. Das gibt es nicht. Also der hat im 6-Gang genauso Power wie in den anderen Gängen auch von der Übersetzung her. Elektrische Parkbremse? Elektrische Parkbremse mit Parkautomatik. Das sprich, wir haben hier die Automatik so, dass wenn man sich abschnallt und die Tür öffnet, immer automatisch die Parkbremse zugeht. Also ein Wegrollen oder so am Berg ist nicht mehr möglich. Das ist natürlich ein Sicherheitsaspekt. Und er hat gleichzeitig über diese automatische Parkbremse auch den Berganfahrassistent. Also früher hat man den Berganfahrassistent über 3 Sekunden der ABS-Bremsblock zumache und heute geht es über die elektrische Parkbremse. Ja, das heißt, der merkt, ich stehe am Berg, ich kann einfach den Fuß vom Gas nehmen, anfahren, das Auto bleibt stehen. Genau so ist es. Und das egal ob vorwärts oder rückwärts, ich bleibe stehen. Ich sitze jetzt, wie ich jetzt hier sitze, mit den Füßen auch nicht auf der Pedale und trotzdem bleibt da an der Ampel stehen. Mache ich dann den ersten Gang rein, lasse die Kupplung leicht kommen, macht er die Bremse auf und fährt automatisch. Okay, das geht automatisch, sehr praktisch, wenn man sich mal daran gewöhnt hat. Was ist das? Das hier ist die DNA-Verstellung des Fahrzeugs.
Die was? Die DNA-Verstellung. Wir können also hier, sage ich mal, die Sportlichkeit oder nochmal das Auto so individuell einstellen. Wenn ich jetzt hier dran drehe, wirst du oben nochmal im Display sehen, was ich verstelle. Dann geht er hier hin und sagt, jetzt gehe ich in den Normalmodus, hier habe ich den Sportmodus, hier habe ich den individuellen Modus. Den kann ich nochmal so wählen, dass du die Lenkung und die Motorleistung und Lenkung auch? Lenkverhalten lässt sich hier drüber einstellen. Das Lenkverhalten? Das Lenkverhalten, genau. Echt? Ja. Also sportlich ist es ganz anderes Lenkverhalten wie bei Normal. Und Eco, beim Eco haben wir einfach nur alles auf Spritsparen ausgelegt. Zum Beispiel hat er einen 2-Kolben-Kompressor von der Klimaanlage und wenn man im Eco-Bereich fährt, nimmt er natürlich nur einen dieser Kolben. Ich habe mich gerade eben gefragt, was wollen die mit Eco bei einer Klimaanlage? Dann ist wirklich weniger Spritverbrauch, weil er weniger Energie nimmt. Weniger Kühlleistung. Das heißt, wenn ich so im Übergang bin, habe gerne trockene Luft, im Herbst zum Beispiel, ist ein bisschen feucht, es regnet, dann kann ich die einfach mitlaufen lassen. Genau. Also grundsätzlich hat man heute die Klimaanlage immer an. Das ist ja hier dieses AC-Symbol. Ich würde dieses nie wegmachen. Warum? Unsere Autos sind so modern und so dicht. Alles, was du an Flüssigkeit hier mit reinbringst, bleibt auch hier drin. Das heißt, machst du die Klimaanlage aus, ist automatisch der Trockner ausgesetzt und die Flüssigkeit wird nie mehr nach außen transpiriert. Das heißt, du kratschst irgendwann von innen Scheiben. Also ich denke mal, ganz so krass ist es nicht. Aber du sagst eins richtig, die Autos werden immer dichter und dadurch geht natürlich auch die Kondensation, gerade wenn ich mit 4, 5 Leuten da bin, habe ich immer ein tolles Klima. Genau so ist es. Und daher immer an die AC. Also ich habe jetzt wohlweislich übertrieben, ganz einfach, um es klar zu machen, wenn AC an ist, habe ich einfach keine oder weniger beschlagene Scheiben. Und wenn man jetzt mit den 5 Leuten nass einsteigt, haben wir eine Taste. Das ist hier die Windschutzscheibe Max. Wenn ich da mal drauf drücke, jetzt hörst du, er tut sofort die ganze Lüftungsanlage nur noch auf die Frontscheibe konzentrieren. Wir haben ja das Menü noch eingeschaltet und schon siehst du hier oben die ganze Lüftung, also hier unten ist alles aus und die ganze Lüftung geht nur noch auf die Frontscheibe. Bis auf die Mitte, die ist noch an. Nein, die Mitte ist nur noch das ist nur noch hier, was du einstellen kannst. Also es hat nichts mit Luft zu tun. Okay. Hier hättest du jetzt die Symbole, die hier sind, hast du auch ich kann hier, einfach drauf tippen, wo ich bin. Genau. Und dann Ich könnte also jetzt hier nochmal auf AC wegklicken und ich kann hier nochmal, sage ich mal, auf die Füße drücken. Und schon hat er das hier nochmal übernommen. Ja, also das übernimmt er dann hier unten direkt. Also ich muss nicht lang fummeln. Genau. Aber ich sag mal so, wenn man so ein Auto kriegt, es gibt ja auch eine Einweisung, oder? Ja, Einweisung ist ganz, ganz wichtig. Und schickt die Leute nach Hause. Nein. Also bei uns gibt es auch kein Bordbuch vorher, lesen Sie sich mal durch. Nee. Also Sie müssen bei einer Auslieferung bei uns bei diesem Fahrzeug gut mit einer Stunde rechnen. Wir gehen auf... Die ersten Sachen, du hast mir auch erzählt, Leute dürfen noch gern 3, 4 Mal kommen, wenn sie sagen, das ist mir jetzt zu viel. Absolut. Das Problem, wo wir haben bei dem Fahrzeug, ist von der Technik her, wir erklären das und die Kunden fahren weg und sagen, ach du lieber Gott, ich habe schon viel vergessen. Und dann sagen wir immer, probier bitte aus, teste das Ganze und dann kommen Fragen. Ich habe eine coole Idee. Wir machen mal so Erklärvideos über die Auslieferungsvideos von den Autos. Die können sich die Leute zu Hause angucken. Ja, lieben gern. Und ich denke, dann wirst du auch deutschlandweit berühmt, weil ganz viele Leute sagen, weil man wird ja auch, ich sag mal, relativ schnell auch für blöd erklärt, wenn man nicht alles gleich kann, oder? Also ist das so manchmal, so, dass man denkt, oh, das kann ich jetzt nicht nochmal fragen und nochmal fragen und nochmal fragen? Ja, ich merke vor allen Dingen, dass die Kunden denken, dass wir so argumentieren, ja, das verstehen sie jetzt eh alles nicht auf einmal. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern man muss sich vorstellen, man bekommt ein neues Auto, man ist total aufgeregt. Man freut sich wie ein Schnitzel, dass man jetzt ein Auto bekommt. Und jetzt kommt da so viel Input. Erstmal haben wir noch ein bisschen Papierkram zu machen. Dann gehen wir ans Auto und dann kommt diese ganze Technik. Eigentlich will ich ja nur fahren. Ich will doch jetzt hier raus und will fahren. Und dann kommen wirklich die Fragen im Nachhinein. Und dann sind wir jederzeit nochmal bereit und auch da. Das heißt, als Kunde darf ich nochmal reinkommen zu dir? Logisch, hoffentlich, Gott sei Dank. Weil nur dann wissen wir, er nutzt das Auto auch komplett. Ja. Ich zeig mal gerade was. Komm, wir machen mal Schluss hier drin. Also das Beste ist, ihr guckt euch das selber mal an, das Auto. Denn der Marc hat nämlich einen Preis gewonnen. Es gibt ungefähr 400 Seat-Händler plus minus. A-Händler hast du gesagt. Also das heißt, die nicht nur Service haben, sondern Autos verkaufen. So, und du hast im Jahr 2018 den Top Dealer Award 2018 gewonnen. Du warst die Nummer 1, der beste Händler im Bereich Sales bei Seat. So ist es. Also ich kriege jetzt erneut Gänsehaut jedes Mal, wenn wir darüber sprechen oder wenn ich darauf angesprochen werde. Hast du es vorher gewusst bei der Preisverleihung? Nee. Gar nicht. Hast du gewusst, du bist in der näheren Auswahl? Nein. Wir wussten da, also es waren 3 Händler in der Auswahl und wir wussten es alle 3 nicht. Und als ich das natürlich für mich und mein Team gewonnen habe, ja, hat es mich da wirklich auf der Bühne total überkommen und ich hatte sogar, muss ehrlich zugestehen, Tränen in den Augen. So, hier sitzt die Frau Berling. Die hat auch eine ganz wichtige Funktion. Sie ist so, ich sag mal so, erste Annahmestelle, wenn ich reinkomme, habe ich direkt einen Ansprechpartner.
Ja, Ansprechpartnerin in dem Fall und es Ja, meinte ich ist ja hier an dem Standort unser absolutes Herzstück, die Frau Berling. So lieb und nett immer und alle sind begeistert von ihr, weil sie kümmert sich echt um alles. Und das ist, wenn ich das so sage, ist das leider Gottes echt so. Manchmal sage ich, ist doch gar nicht dein Aufgabengebiet, aber sie kann alles. Das ist noch das Schöne dabei. Frau Berling, Sie sind schon wie lange dabei bei Seat? Seit November 2017. Seit November 2017, ja. Und wie ist das hier zu arbeiten jetzt mit viel Tageslicht? Ist das schon krass, oder? Jetzt wird es ja langsam demnächst. Super schön. Super, super schön, ja. Tatsächlich. Es war auch total schön, als der Schnee gelegen hat und jetzt freuen wir uns auf den Sommer. Rausgucken, wirklich große Fenster mit allem drum und dran. Viel rausgucken ist jetzt für mich nicht. Ja, okay. Aber für die Viel zu tun. Aber man muss sagen, wir haben ja ein bisschen die Marketingkurbel angerufen. Es wird nächste Woche ein bisschen wärmer. Wie ist denn das angekommen, das neue Autohaus? Du hast wann hier aufgemacht? Wir haben also pünktlich zum 1. November, der 1. November 2018 war natürlich Feiertag. Wir haben am 2. und 3. und 4. Eröffnungspartys gefeiert und arbeiten eigentlich seit dem 4., das war der Montag, wenn ich richtig liege, arbeiten wir hier im vollen Betrieb, ja. Mit allem, mit Werkstatt, mit allem drum und dran dann. Ne? So, und dir ist auch wichtig, dass die Kunden bleiben. Gut, das sagen natürlich alle, aber wenn man Top-Dealer wird, unter 400 der Beste in einem Jahr, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, da hat man nicht alles falsch gemacht. So, das ist so aber es ist wirklich, man muss permanent an sich arbeiten. Die macht sogar eigene Tests, das heißt, also sie macht eigene unangekündigte Tests. Ja, also sogenannte Werkstatttests oder diese Verkaufstests, die wir machen. Das sind ja dann keine echten Interessenten, aber ich gucke trotzdem, was hat mein... Eben gefragt, was der Ronas für eine Länge hat, hast du nicht gewusst? Nee. Gut, du bist ja nicht im Verkauf, muss man sagen. Nicht mehr. Leider ist das zwar eins meiner großen Steckenpferde und macht super, super, super viel Spaß, aber es ist als Chef von 40 Mitarbeitern leider nicht mehr möglich, so die Haupttätigkeit als Verkäufer auszuüben. Und dafür habe ich natürlich Leute, die ich angelernt und auch, man sagt trainiert, aber die von mir ausgebildet wurden. Genau, die Hand ins Feuer legst. Die versuchen das mindestens genauso gut zu machen wie ich. Sagt Marc Zirol, er kommt aus Saarlouis, das ist im schönen Saarland, wenn Sie auch mal ein Seat. Du hast mittlerweile Kunden aus ganz Deutschland? Aus ganz Deutschland, ja. Danke. Tschüss, Marc. Ciao.